Hey meine Lieben, hier bin ich mal wieder mit einem neuen Vlog. Ich dachte, es wird Zeit, dass ich mich bei euch melde. Schaut mal, was ist das? Es ist 15 Uhr 22, es wird schon dunkel. Der ganze Tag ist um. Wir müssen uns jetzt alle zusammenreißen, alle stark bleiben. Ja, ich meine euch auch. Dass wir diese Winterzeit jetzt überstehen mit dem ollen doofen Corona. Viel Homeschooling und des sehr früh dunkel werdens. Guck, ich kann schon nicht mal mehr sprechen. Ich dachte, ich melde mich mal mit einem kleinen Update. Genau, wir sind ja jetzt im Lockdown Light. Ich weiß ja immer auch nicht, ist ja auch immer so ein bisschen unterschiedlich überall. Auf jeden Fall hatte ich, letzte Woche hatte ich ja nicht gevloggt, ne? Da hattet ihr ja das kleine Laber-Video. Ich hatte nämlich letzte Woche, jetzt haben sie es nämlich neu gemacht, was voll witzig ist. Ich habe das echt nicht gecheckt. Ich denke mal, das haben viele nicht gecheckt. Und zwar war es so, dass letzte Woche, sobald ein Kind aus der Klasse positiv auf Corona getestet wurde, musste die ganze Klasse mit Lehrer in Lockdown. Jetzt hatte ich letzte Woche 3 Klassen. Genau, wer es nicht weiß, nämlich die Sechslinge sind jeweils zu zweit in einer Klasse und Malik Musa in einer. Das heißt, ich habe 4 Fünftklässlerklassen. Ich hatte dann 3 Klassen zu Hause. So, weil die mussten in Quarantäne, weil in deren Klasse oder sogar, wenn es eine Nebenklasse war, weil die sind immer so ein Team. A-Team, B-Team und C-Team, was immer aus jeweils 3 Klassen besteht. So, dass es musste nicht mal die Klasse sein, sondern aus dem Team. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann 3 Kinder, 3 Kinder nicht, sondern 3 Klassen. Das waren dann 4, 5 Kinder zu Hause. Erst waren es 3 und dann eine Woche später kam noch die andere dazu. Jetzt sind mittlerweile alle außer die eine Klasse, die können jetzt übermorgen wieder zur Schule. Genau, dann habe ich wieder alle in der Schule, hoffentlich. Mal sehen, wie lange. Die Schulzeiten sind verkürzt, aber sie finden statt. Immerhin. Aber ja, witzig war, ne, was eigentlich ja total so ein bisschen unlogisch ist. Kinder, wenn das Kind eben Kontaktperson war, mussten die Kinder halt eben in den Lockdown. Und wir Eltern und Geschwisterkinder zählen zu Gruppe 2. Das heißt, wir mussten da nicht in den Lockdown. Ne, aber wenn man so mal ganz ehrlich so überlegt, war es unlogisch. Ne? Weil wenn wir, sagen wir mal, jetzt eins meiner Kinder aus der einen Klasse in die Quarantäne war, dann ist ja eigentlich die Gefahr ja sehr hoch, dass ja, falls unsere sich dann auch angesteckt hätten, auch die Geschwister anstecken und die ja dann trotzdem zur Schule gegangen sind. Aber naja, Gott sei Dank, die sind aus der Quarantäne ja schon fast durch. Außer die 2 noch übermorgen. Und Gott sei Dank, wir sind auch noch alle gesund. Ist das Wichtigste. Aber ja, so läuft es halt aktuell ab. Hier in Berlin, zur Info. Ja, wir haben nämlich auch Probleme. Auch da, ich erzähle ja auch mal viel auf Instagram und kriege da auch immer dann Infos von euch, ist bei uns jetzt gerade aktuell echt das Hauptproblem, dass wir nicht so viele Geräte zu Hause haben. Also ich gehöre zu den Mamas, die nicht möchte, dass jedes meiner Kinder ein iPad oder ein Smartphone besitzt. Ja, ich bin da einfach so, ich finde es nicht in Ordnung. Ich finde, für die Kinder ist es ein Spielzeug. Ja, die wollen da die Spiele runterladen und so weiter. Ich möchte das einfach nicht. Ja, dass ja meine Kinder einfach dieses freie Internetzugang und alles Mögliche, ne? Ich finde es einfach nicht in Ordnung. Es ist alles ein bisschen doof. Man muss schon aufpassen. Man muss schon die Kinder wirklich schützen vor bestimmten Dingen. Wir haben Telefone, dass falls das Kind irgendwo zu Besuch geht oder so oder hin und her, dass man ein Telefon mitnehmen können. Denn die sollen wissen, das Telefon ist ja auch dafür da, dass man erreichbar ist, ja, zum Telefonieren. Und viele Kinder, für die ist das ein Spielzeug von klein auf, deswegen sind wir da halt immer als Eltern so ein bisschen streng, beziehungsweise ich sehr streng, dass ich das nicht möchte. Und genauso, ja, ist es halt eben, ja, habe ich halt einen Computer zum Arbeiten, MacBook und ein iPad. Und mehr haben wir hier nicht zu Hause. Und ja, Meryem hat halt ihren festen Computer in ihrem Zimmer stehen. Ja, das ist jetzt halt das Doofe, aber ich merke, ich muss halt doch irgendwie vielleicht noch wenigstens irgendwie 2 iPads besorgen, weil jetzt gerade, wo die 3 Klassen im Lockdown waren, die haben ja dann immer diese Zoom-Meetings, ne, wo sie dann ihre Klassenstunde dann haben und dann hatten meistens eben die 3 Klassen das um die gleiche Uhrzeit und die eine haben es übers Telefon gemacht, die anderen über ein iPad und dann, ja, mehr ging dann irgendwie nicht. Deswegen, ja, muss ich doch irgendwie gucken, dass ich irgendwie günstig vielleicht noch 2 iPads oder so besorge, dass wir es halt da haben, weil falls es jetzt doch mal so ist, dass dann mehrere Kinder zu Hause ist, ist es wirklich doof, vor allem da hinterher zu kommen.
ist sehr, sehr schwierig, für mich vor allem, denn ich glaube, ihr kennt das alle, könnt ja mal gerne so in den Kommentaren schreiben, interessiert mich ja gerne, wie es euch aktuell so geht in der Situation mit dem ganzen Homeschooling und so. Es ist halt wirklich nicht einfach, vor allem, wie gesagt, wenn man wie in meinem Fall 5 und mit Medium 6 Klassen hat, wo man den Überblick bewahren muss, das ist doch ganz schön anstrengend. Wenn es ja eben eine Klasse wäre, ne, dann hätte man noch ein bisschen mehr Überblick, aber ja, dadurch, dass die ja eben in verschiedenen Klassen sind, ist es eben dementsprechend schwer. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich so viel geredet. Ich bin schon die ganze Zeit rumgeflitzt, habe die Kinder abgeholt, weil die ja auch teilweise eben früher Schluss haben und warte jetzt auf die Medium. Die hat nämlich am längsten heute Schule gehabt, die anderen hatten früher Schluss. Ich warte auf sie, bis sie da ist, weil ich will kurz mit Mike Musa rüberflitzen. Gegenüber haben wir unseren Friseur, weil Mike Musa war lange nicht beim Friseur. Letztes Mal waren die 2 Jungs, sind die gegangen, aber Mike Musa war, glaube ich, bei seinem Freund gewesen, der ist an dem Tag nicht mitgegangen. Und ja, jetzt war er in Quarantäne und er schimpft schon die ganze Zeit, ja, ich muss zum Friseur, weil seine Haare so lang sind. Und er war ja in Quarantäne und konnte nicht zum Friseur gehen. Und dementsprechend bringe ich ihn gleich rüber, weil er hat morgen Geburtstag. Ja, auch das kleinste Baby wird dann jetzt 11. Wäre gut, wenn der dann morgen einen guten Haarschnitt hat. Vor allem, weil es sie mir jetzt schon stört, die Frisur. Und auch Geburtstag ist ja momentan, kann man ja nicht viel machen und so. Er wusste selber die ganze Zeit nicht, was er sich wünscht. Und deswegen haben wir jetzt ausgemacht, dass ich ihn morgen von der Schule abhole. Und er sich dann gemeinsam mit mir dann zusammen was aussuchen kann. Also wir gehen dann zusammen und dann kann er schauen, was er dann haben möchte. Und dann, ja, viel kann man ja nicht machen. Eigentlich hat er sich gewünscht, dass wir zusammen ins Kino gehen. Gibt es alles nicht. Von daher schauen wir mal, was wir dann morgen machen. Dann nehme ich euch morgen auch noch mal ein bisschen mit. Genau, dann mache ich jetzt so lange, bis Medium kommt, ist noch eine Stunde. Dann mache ich jetzt schon mal schnell ein Süppchen. Ich mache jetzt ein Kürbissüppchen. Okay, also ich leg mal los. Die Haare, ne? Die kommen ab. So, schnell abhauen. Oh, ich bin auf meine Füße getreten. Ich dachte, da läuft gerade einer hinter mir. Das war gruselig. Nein, nicht so schnell. Das sieht voll gruselig aus. Hör auf damit. Und, weißt du schon, welche Frisur du willst? Normal. Wie letzte Mal? Seiten weg. Ja. Also nicht komplett. Und hier kürzer. Ja. Und dann. So, es ist Dienstag. Ihr seht das Ganze morgen. Heute ist Mike Musas Geburtstag. Gestern, der Arme war so traurig. Wir sind ja los zum Friseur und der hat dann leider schon zugehabt. Beziehungsweise es war halbe Stunde vor Schließung und er hatte noch 3 Kunden und meinte, er hätte uns gar nicht geschafft, noch ranzunehmen. Ja, habe ich nicht bedacht, dass ja jetzt auch so Friseure und so auch mittlerweile irgendwie früher zumachen. Keine Ahnung. Naja, gut. Ich gehe die gleich abholen hier aus der Schule und dann nehme ich ihn und dann fahren wir eben zum Friseur und so weiter. Dann nehme ich euch heute ein bisschen mit. Ich habe auch gestern schon geguckt, leider Kinos geschlossen, Sprungraum und sowas, alles ist alles geschlossen. Können wir leider nichts machen, müssen wir ein andermal nachholen, weil ich mache das halt sehr gerne, eben auch mit den einzelnen Kindern, so wie Medium oder Malik Musa, dass ich an dem Tag halt was alleine mit denen mache. Aber na gut, ich habe schnell Schokokuchen gebacken, den kennt ihr, das ist das Rezept. Das ist auch online, das heißt, meine Kinder backen alleine einen saftigen Schokokuchen. Das ist das Rezept. Ich verschluck mich schon. Das ist das Rezept, super einfach. Geht so schnell, in 5 Minuten alles zusammengerührt, ab in den Ofen, halbe Stunde und dann ist er schon auch fertig. Und das mache ich jetzt, weil da muss jetzt nochmal der Guss rauf. So, jetzt haben wir hier den heißen Kuchen und jetzt kommt diese Glasur. Aber falls euch das Rezept interessiert, wie gesagt, findet ihr unter meinen Videos. Jetzt, gestern habe ich auch von einer Mama gelesen, die meinte, oh, das ist so ein super Rezept. Die hat es für ihren Sohn in die Kita gemacht und ich mache das auch seitdem immer so für die Kita und so gemacht. Das ist super saftig und jetzt kann er in der Zeit, wo wir noch unterwegs sind, durchziehen. Mal schön rauf hier überall. Ja, ich habe den diesmal in so einer länglichen Form gebacken, dann ist es mehr wirklich wie so ein Brownie. Aber ihr könnt es auch in einer normalen Kuchenform machen, dann ist es halt eher Schokokuchen. So ist es schon so ein bisschen eher Brownie-Kuchen mäßig. Oder schon
für einen Brownie sehr dick. So, jetzt kann das Ganze durchziehen. Gut, also ich flitze jetzt los, die Kinder holen, dann gebe ich die dann bei Vater ab und schnapp mir nur den Malik Musa. Und ich nehme euch mit. So, ich habe jetzt hier einen Teil der Kinder und tausche euch gleich um gegen Malik Musa. Jetzt warten wir auf Papa. Warte, wie viele sind jetzt noch in der Schule? 4. Miriam hatte noch früher Schluss. Ist gerade so ein Durcheinander mit den Zeiten. Ne? Ich habe jetzt euren Stundenplan auch bekommen. Ihr habt komplett andere Zeiten jetzt. Ab morgen. Donnerstag 15 Uhr. Ja, und die haben Donnerstag 16 Uhr. Ich hoffe mal dann, dass ihr noch dann in der Betreuung bleiben könnt. Ja. Ich kann doch nicht euch um 15:15 Uhr abholen und dann die anderen gleich um 16 Uhr. Das ist ja voll unlogisch. Naja, auf jeden Fall gerade so ein Durcheinander. Ja. Ich habe euch einen Snack geholt. Was isst du da? Ich habe immer was. Notfall in meiner Tasche habe ich immer dabei. Und zwar halt immer so gesunde Sachen. Aktuell mein Favorite. Ich werde euch auch den Shop mal in der Infobox verlinken. Und zwar ist der Koro. Dort gibt es alles. Dort habt ihr Mandelmus, Pistazienmus. Da ist noch, da will ich mir bestellen, da ist noch so eine gesunde Nutella. Will ich unbedingt für die Kinder, weil das ist einfach nur Haselnussmus mit Dattelmus. Oh, ich stelle mir das mega vor. Weil ich liebe das total. Ich mache mir nämlich auch immer Mandelmus und Dattelmus so aufs Porridge und so. Ich habe da so viel eingekauft. Nüsse, alles mögliche. Meine Kurkuma-Kapseln, die vegan sind von da. Meine K2-Tropfen. Also echt super. Und gerade deren Snacks, auch deren Reiswaffeln. Ich hatte 12 Packungen davon. Die haben wir auch schon verdrückt. Mit Zartbitterschokolade. Einmal diese zum Beispiel sowas kennt ihr ja bestimmt. Aber sowas in Healthy wirklich zu finden. Guck mal, da ist nur 54% Datteln, 20% Cashew, 14% Mandeln und 11% Kakao drin. Sonst nichts. Also kein Zucker, gar nichts. Ja, und das ist so mega. Und hier diese, ich glaube, ich esse mal jetzt diesen Energieball. Der ist so krass. Das ist auch Dattel, Haselnüsse, Kakaopulver und die Füllung ist auch nochmal Nussbutter, Haselnussmus und Kakao. Und das ist wie so eine gesunde Praline. Ist so mega. Ah, guck mal, da ist ja schon Papa. Ja, ich glaube, ich habe auch einen Rabattcode. Ich schreibe den euch auch in die Infobox. Ja, genau. Der sollte gültig sein. Schreibe ich euch in die Infobox rein. Malik Musa! Malik Musa! Du kommst doch mit mir mit, nicht mit Papi. Machst du die Tasche in den Kofferraum? Bibi, Upimoluma. Und wie war's in der Schule? Gut. Ja, hast du verteilt Gummibärchen? Ja. Haben die sich gefreut? Ja. Wann durften die essen? Keine Ahnung. Ja. Hier, ich habe einmal ein Multivitamin für dich und ich habe den Schokocroissant geholt. Ich dachte, vielleicht hast du schon Hunger. Jetzt ist die Frage, ich dachte mir, wir gehen erstmal in den Spieleladen, weil der ist nicht mehr Toys R Us, der heißt ja jetzt irgendwie anders. Da wollen wir lieber dahin als im Gropius Center, ne? Weil der im Gropius Center, da ist nicht so viele Sachen. Ja. Ja? Ja. Und dann fahren wir von da zum Friseur. Mhm. Wollen wir so machen? Ja. Ja, einverstanden? Und wie fühlt man sich jetzt mit 11? Keine Ahnung. Was hast du heute Morgen gesagt? Bei 10 fandst du cool, dass du dann eine Doppelzahl hast, ne? Ja. Und jetzt bist du 1-1. Zweimal Number One. Weißt immer noch nicht, was du willst? Was für eine Richtung so? Weißt du ungefähr, welche Richtung was das sein sollte? Nein. Los geht's. Also, ich finde, bei Mädchen ist es viel, viel einfacher. Einfach irgendwie so Schmuck kaufen und Tütü und so Tata. Jungs, hier immer sowas. Ich weiß ja nicht, was hält ihr denn davon? Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben. Seid ihr so voll? No, auf gar keinen Fall. Ich finde ihn auch nicht so besonders. Also, sie sind ja jetzt so ein bisschen in dem Alter, da ist es noch so, sage ich jetzt mal, okay. Aber ich habe es auch immer nicht gemocht, so als Kleinkind immer diese ganzen Ballersachen. Aber ja, keine Ahnung. Ihr könnt ja mal schreiben in den Kommentaren, ob ihr so sagt, so nein, alles bloß nicht Geballerdinger. Keine Ahnung. Geballerdinger. Ja.
Weiß ich nicht. Muss nicht sein, aber ich meine, die sind in einem Alter, die wissen, was Spiel ist. Von daher. Naja, schauen wir mal. Aber lass mal erstmal eine Tour machen. Oh mein Gott, der ist aber definitiv größer als du. Ich will die Bananenpistole. Ich glaube, Ahmed wird sich freuen. Er mag Bananen. Ach, du nimmst die, damit sich Ahmed freut? Ja. Du bist ja süß. Ihr habt doch die da oben, oder nicht? Ja, dann nimm mal was du nicht hast. Guck, die hatten wir. Ach so, Und die. ja. Das will ich. Also, wir haben jetzt insgesamt 90 Euro. Soll ich die Bananenpistole dann hier lassen? Naja, das ist ein bisschen sehr viel dann, wenn du auch noch die Banane nimmst. Hm? Ja. Was? Glücklich so? Hier, bitteschön. Happy Birthday. Juhu. So, was hat er gesagt? Der Film ist verboten, junge Frau. Genau am Ende an der Kasse haben wir Jager gekriegt. Ist doch letztendlich Werbung für die, oder nicht? Zufrieden? Glücklich? Ja. Also jetzt zum Friseur? Ja. Oder willst du noch irgendwas essen oder so? Hast du Friseur. Special Wunsch? Friseur. Oder zu Hause Abendessen? Friseur. Hm? Friseur. Heute gibt es Dinkelrisotto mit Rotbarsch. Rotbarsch ist ein Fisch, ne? Ja. Oh, Ich lecker. glaube, war das Rotbarsch? Ja, und Dinkelrisotto. Was ist Dinkelrisotto? Ein Dinkelrisotto. Das ist wie so Bulgur-Pilau. Ach so. Nee, so anders. Ach so, Dinkelreis, oder? Es gibt ja auch Dinkelkorn, Dinkel. Ja, das ist ein bisschen wie so Bulgur. Okay, dann ab zum Friseur. So, fertig vom Friseur. Ei, wieder frisch. Fühlt sich so weich an, ne? Ja. Aber morgens Mütze anziehen zur Schule. Gut, dann jetzt ab nach Hause. Abendessen und dann gibt's noch lecker Schokokuchen. Lecker! Jetzt gibt's erstmal Abendessen und zwar ein Dinkelrisotto mit Zucchini, Seehecht, gebratenen Tomaten und noch ein Salat. Jetzt guten Appetit. Danke. Oh, großen Hunger, wa? Mhm. Und gleich gibt's noch Kuchen. Fast alles aufgegessen. Oh, jetzt bin ich voll. Und wer hasst es auch, wenn man sich dann so voll gegessen hat? Erstmal aber noch aufräumen. Gut, Kinder helfen mir. Spülmaschine einmal ausräumen und die nächste Ladung voll machen. Uiuiui. Na, Mike Musa? Meinst du hier sauber? Ja. Ja? Ja. Nein. Heute musst du nicht machen. Heute ist dein Verwöhntag. Du musst nicht den Rest aufessen. Ich werde. Nein, du musst nicht. Hier, Zeynep ist immer die hier, die sich hier aufopfert. Nein, du musst das jetzt nicht aufessen. Lass es. Du entwickelst dich dann zur Resteesserin oder was? Simet. Was? Simet. Unser Nachname ist Simet. Also fast Simit. Simet. Meiner ist Lema. Meiner Wie? Vater. Lema. Ahmed. Demha. Meiner ist Warte, was? Meiner ist was? Zehra. Meiner Warte mal kurz. Schreib doch auf mein Zettel an. Zehra. Arhaz. Amse. Oh, Amse. Wie war deiner nochmal, Mike Musa? Achtung, Kila. Oh, der hört sich aber irgendwie. Der hört sich richtig an wie so ein. Was? Wie heißen eure Spiele da? Wie so ein Avatar, ne? Sagt man dann. So ein Asun Avatar-Name. Nennt man das so? Achtung, Kila. Mike Musa. Achtung, Kila.
Wie nennt man denn sowas bei den Spielen? Avatar-Name, ne? Oh, du hättest dich mal Assum Kilanda nennen müssen bei deinen Spielen. Den Wie heißt Adem ich? heißt einfach Meda. Mediamarkt und Fake. Meda! Was war da, Anna? Anna? Anna. Meriem? Das ist aber Meriem ist rückwärts. Meriem? Meirem. Hä? Ich? Meriem. Was heißt Oksana? Mädchen. Sie ist Fake, Alter. Oksana. Anaxon? Anaxon hört sich an wie Xanax. Was ist ein Xanax? Tabletten. Anaxtor. Anaxor. Und ich? Zeynep. Penis. Penny. Meda? Wie war das? Medamarkt? Meda. Meda. Anne. Wie heißt Papa? Hikmet? Mikmet. Temkuch? Wie heißt Luna? Luna Anul. Luna Anul. Ilak. Wenn ihr sitzt da drüben, sie wollte nicht hier mit am Tisch sitzen. Oh, ich kann nicht mehr. Ja, erstmal noch ein Stück. Ein großes Fieber. Noch ein großes Stück. Genau so. Amse. Arhes. Nein, du musst erstmal sagen Enyes. Anar. Erstmal Meirem. Ey, aber Meriem und Meirem ist cool, ne? Demha. Meda. Anaskor. Anne. Anaskor. Nein, wer ist anders? Temkuch. Anne. Temkuch. Wenn Baba kommt, sagt sie zu ihm, hallo Temkuch. So, also Zähne putzen, ab ins Bett. Morgen ist wieder Schule, morgen geht's weiter. Ihr bekommt ja morgen den Vlog. Was hoffen wir? Euch hat der Vlog gefallen? Wenn das der Fall war, dann natürlich schön ein Daumen hoch. Daumen hoch. da lassen. Den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungsglocke aktivieren, damit ihr auch das nächste Video nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.